Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute auf dem Battle Mage. Ja, was ist denn hier los, ja? Lange nicht mehr gesehen, doch wieder erkannt. Ich habe mir gedacht, wir zeigen heute mal zur Abwechslung ein bisschen mal andere Accounts, außer meinen Main oder die ganz neuen Server und machen mal wieder so einen kleinen Überblick, zum Beispiel über meinen Battle Mage oder meinen Krieger oder so, weil die gibt es ja auch noch und die sind auch sehr stark unterwegs. Allerdings passiert auf den beiden Chars halt im Moment nicht allzu viel, weil ja, bei beiden halt dasselbe Prinzip gilt. Ich equip mich erst neu, wenn ich die Klo-Aura auf Stufe 400 auf das Maximum gepusht habe, und seitdem her habe ich mich nicht neu equipped. Das heißt, mir fehlt auch wirklich einiges an Stat-Punkten. Ich meine, gut, die Waffe ist jetzt, die hatte ich mal zwischendurch getauscht, ja, aber so der Rest des Equipments seht ihr hier, ne, da ist auf jeden Fall ein bisschen was rauszuholen. Wir haben jetzt hier nur All-Stats. Ja, mal gucken, hier haben wir noch ein 3-Stat hier als Beispiel, ne? Also ja, da geht definitiv noch ein bisschen was, und bis Stufe 400 von der Aura her sind ja auch noch ein paar Tage hin. Ich schmeiß hier nicht jeden Tag einen Epic rein, es ist nicht so wie auf meinen Main, dass ich wirklich jeden Tag einen Epic reinschmeiß, aber schon, ich bemühe mich, so gut es geht, den Epic-Haushalt hier aufrecht zu erhalten, damit wir hier auch schnellstmöglich vorankommen. Wenn wir das mal vergleichen mit meinem Main, da haben wir jetzt momentan eine Aura von 288 mit 130 Füllstand. Das ist momentan das Maximum, was man rausholen kann, weil ich hier jeden Tag wirklich ununterbrochen Epic reingeworfen habe. Hier habe ich es ein bisschen schleifen lassen, weil ich teilweise auch keine Epics hatte und auch keine Pilze. Und hier lasse ich es dann ein bisschen ruhiger angehen. Heißt aber nicht, dass wir hier irgendwie schlechter dastehen auf dem Server. Nur weil wir momentan irgendwie auf Platz 30 oder sowas hier stehen, heißt das nicht, dass wir auch auf Platz 30 sind. Denn von den Basispunkten her gehören wir auf jeden Fall in die Top 10 hier auf den Server. Nicht zu sagen, sogar in die Top 3 weltweit als Battle Mage. Ich habe jetzt zwar die Stat Points von den Basispunkten jetzt nicht zur Hand, allerdings waren wir ganz, ganz lange Zeit, bevor das Toiletten-Update kam, auf, ich weiß gar nicht, vom Level her waren wir immer so auf der 2 gewesen, auf der 2 bis 3. Und da haben wir auch noch sehr viel Potenzial. Und von den Stat-Punkten her, ja, da befinden wir uns jetzt auf Platz 8 momentan weltweit, von allen Mages weltweit, Battle Mages weltweit gesehen. Allerdings, wie gesagt, haben wir uns ja nicht neu equipped seit dem Toiletten-Update. Und da ist es safe möglich, dass wir locker über 1,1 Millionen Stat-Punkte kommen und somit dann auch wieder Platz 2 der besten Battle Mages weltweit werden, sodass man sagen kann, wir sind so Platz 2 von den Battle Mages weltweit von den Stats her und wahrscheinlich auch so Platz 2 von den Battle Mages vom Level her, was zusammen eine sehr gute Leistung ist, weil manche konzentrieren sich voll auf die Basispunkte, manche konzentrieren sich eher auf XP, zum Beispiel wie The Dark Mage, das ist ein kompletter XP-Spieler, den werden wir niemals einholen, weil ich persönlich nicht auf XP gehe, das lohnt sich nicht. Dafür ist The Dark Mage zum Beispiel von den Stat-Punkten her halt relativ weit hinten. Es sei denn, er hat sich jetzt hier einmal neu equipped, dann könnte er mich auch überholt haben, so. Nee, hat er, glaube ich, aber nicht. Und diesbezüglich, ja, fällt man natürlich auch von den Statpunkten her ein bisschen ab. Ne? Das ist alles eine Frage der Zeit. Sobald wir hier die Toilette auf 400 haben, dann geht das mit dem Battle Mage richtig nach vorn und dann werden wir auch in den Ehrenhallen wieder sehr weit vorne stehen. Ja, das ist alles eine Frage der Zeit. Ansonsten läuft es sehr gut, wie ihr seht. Ich habe hier noch ein paar Dungeons offen. Ich habe hier in der Lichtwelt ein paar Etagen genommen, weil ich mein Sammelalbum wieder auf 100% nehmen wollte. Ob das jetzt so worth gewesen ist, sei mal dahingestellt. In der Schattenwelt habe ich noch gar nichts gemacht. Dauerschleife der Idole, noch gar nichts. Also seitdem halt die neuen Etagen hinzugefügt worden sind. Auch hier absolut Zero, Nada, Niente. Und auch beim Sandsturm. Das ist so mein größtes Ass im Ärmel, sind wir momentan bei 64 von 1000. Und da werden wir auch einiges an Etagen legen können und das werden wir auch machen. Alles in Kombination, wenn wir die Aura-Stufe 400 erreichen. Lass das noch so 2 Jahre oder so gehen, keine Ahnung, es kann natürlich noch ein bisschen dauern, aber wir sind ja hier, um Long-Term zu spielen und deswegen sind das auch die Long-Term-Ziele für mich, hier weiterhin auf dem Battle Mage. Und genau, wir haben hier fast auch die doppelten 500k Stats.
Wie gesagt, hätten wir schon längst, wenn wir hier neues Equip hätten. Ne, ihr seht ja mein Equipment. Das hat hier noch nicht mal eine Aura-Stufe angezeigt, weil das noch vor dem Toiletten-Update halt equipped worden ist. Ne? Alles andere seht ihr ja hier, ne, hat danach hier halt eben rechts die Gegenstandsqualität. Aber bis auf die Waffe, da seht ihr hier, aber die ist auch schon wieder ein paar Tage alt. Die hatte ich mir einmal neu geholt, aber ansonsten, ja, sind das hier alles ewig alte Legis, die ich mir mal irgendwann geholt hatte. Und deswegen ist das Potenzial riesig auf dem Battle Mage. Ja, deswegen, da freue ich mich schon extrem drauf, wenn es hier soweit ist. Ansonsten auch sehr interessant, die Fähigkeit des Arkanen Kometen sieht bei mir momentan so aus. Also der erwartete Schaden hier, der bis zu 33% der Lebensenergie des Gegners geht, gegen Paladine besonders effizient, weil die Paladine das meiste Leben einfach stacken. Und diesbezüglich, ja, hier natürlich auch den meisten Schaden machen. Halt nicht prozentual gesehen, aber von der Anzahl, vom Leben halt einfach her so. Ne? Deswegen, ja, das haut hier schon ordentlich durch, muss man sagen. Und das ist auch immer schön zu sehen, dass wenn wir hier weiter auf Ausdauer skillen, dass hier auch weiterhin schön der Schaden mit ansteigt. Ja, genau. Ansonsten zur Gilde ganz kurz nochmal hier auf F21 bei Rising Phoenix läuft es weiterhin immer noch sehr, sehr gut. Wir haben Elevator Platz 1 abgeschlossen. Mit Abstand würde ich sagen. Wir sind hier, glaube ich, auch die Gilde, die dominierende Platz 1 Gilde auf dem Server hier. Und das wird hier auch sehr interessant. Ja, falls hier mal irgendwann in ferner Zukunft mal eine Fusion oder sowas geplant ist oder sowas, keine Ahnung. Werden wir sehen. Auf jeden Fall Rising Phoenix auch international sehr stark unterwegs, wenn wir in die IHOF mal schauen. Gestern waren wir zum Beispiel auf Platz 5 gewesen, heute wieder auf Platz 6. Das ist hier immer so ein Hin und Her. Aber Platz, ja, ich sag mal Top 5 Gilde weltweit zu sein, einer der stärksten Top 5, ist wirklich schon krass, dass wir mal eines Tages hier in so einer Gilde spielen sollten. Das hätte ich mir nicht erträumen lassen. Deswegen macht es ja auch noch weiterhin wirklich sehr viel Spaß, immer den Aufstieg der Gilde hier mit zu begleiten, mit zu dokumentieren und mit zu verfolgen. So. Deswegen, das ist sehr, sehr nice. Ja, auch wenn wir jetzt hier gerade ehrenlos wegdezimiert worden sind, hier von einem Magier-Crit. Ne? Macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß, hier weiterhin das Ganze mit zu verfolgen. Ansonsten, ja, hier kämpfen wir gegen die Gilde von Strider hier, by the way. Ansonsten ist halt, ja, wie gesagt, leider das Problem so ein bisschen auf dem Battle Mage, dass wir hier nicht allzu viel zeigen können von der Klasse. Es ist so ein bisschen wie eine Late-Game-Dungeon-Pause, kann man sagen. Nur, dass wir uns halt, nicht neu equippen und ja, auch keine Dungeons machen. Diesbezüglich auch nicht so viel zu zeigen haben. Hier ist es einfach nur ein Abwarten und stumpfes Spielen. Aber das ist halt das Effizienteste, was man so machen kann. Und deswegen passiert hier auch nicht allzu viel. Deswegen kann ich leider auch nicht allzu viel zeigen. Auf dem Main, da bin ich immer so am Achievements hunten und an Trophäen hunten und da mal ein Dungeon und hier mal eine Etage und ne, passiert ein bisschen mehr, weil es ist halt der Main. Da investiere ich ein bisschen mehr Geld auch rein. Auf allen 3 Chars wollte ich das jetzt nicht gleichermaßen so machen, das ist finde ich ein bisschen zu teuer, aber ihr seht ja, dass trotzdem auch, wenn man nicht so diese effiziente, oder was heißt effiziente, wenn man nicht die teure Spielweise hat, dass man trotzdem sehr effizient trotzdem spielen kann. Ja, und so ein bisschen unter dem Radar schadet jetzt auch nicht für eine gewisse Zeit, bis wir dann wieder wie der Phönix aus der Asche dann zurück aufersteigen und dann uns hier komplett neu equippen und alles durchbrechen werden. Ja, also da bin ich schon wirklich sehr gehypt drauf. Nach wie vor für mich der Battle Mage immer noch eine sehr, sehr coole Klasse, macht mir wirklich Spaß zu spielen. Deswegen, ich halte da die Fahne für die BMs auch ganz, ganz weit oben und das wird auf jeden Fall sehr cool, wenn es hier soweit ist dann. Ne? Also mal schauen, was wir dann für Step-Punkte dann hier erreichen. Auf dem Main hatten wir ja nach der Equipung mit dem Toiletten-Update knapp 200.000 Total Stats gemacht. Und hier werden wir auch einiges an Progress machen. Erstmal dauert es ja erstmal noch 1-2 Jahre, bis wir die Toilette geupgradet haben, also auf Max haben. Und dann werden wir ja auch noch einiges an Dungeons nehmen. Und da haben wir ja auch noch easy peasy. Weiß ich nicht, ich habe mich immer so ein bisschen an meinen Kontrahenten so ein bisschen orientiert, was wir da
für Level machen können. Ich weiß nicht, wie die anderen hier momentan Dungeons genommen haben. Ob die hier gepusht haben zwischendurch. Ja, jetzt längere Zeit schon nichts mehr. Das sieht mir hier nach einem kontinuierlichen Anstieg aus, aber hier auf jeden Fall wurden Dungeons genommen. Und ja, also das werden wir definitiv auch übersteigen. Safe. Also wir wären auf jeden Fall schon 720 oder so vom Level her, wenn wir jetzt hier alle Dungeons genommen hätten. Deswegen, sind auch nochmal ein paar Stufen dann drin. Und bis wir uns dann neu equipped haben, dann sowieso nochmal mehr. Deswegen, ja, und demzufolge mit höherer Stufe auch höhere Gegenstandsqualität. Deswegen, das wird auf jeden Fall scheppern. Aber das soll es erstmal soweit gewesen sein. Kleines Zwischenfazit von mir zum BM, wie es hier momentan gerade aussieht. Ne? Also der ruht weiter schön im Hintergrund, aber das heißt nicht, dass er irgendwie weniger bespielt wird oder so. Ganz im Gegenteil, da wird auch voller Fokus drauf gelegt. Ich glaube sogar, dass ich auf meinem BM in der Liste von deinem Nachbar vom letzten Jahr, wo so die meisten Basis-Stat-Punkte erreicht worden sind, ich glaube, ich stand da sogar vor meinem Main mit dem Battle Mage. Ich weiß nicht warum oder wie das passieren kann, aber da haben wir, glaube ich, definitiv entweder gleich oder sogar noch mehr abgeschnitten, je nachdem, keine Ahnung, ja, weiß nicht, ob Quest mehr Glück waren oder Gold-Event, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren wir da schon sehr hoch auch mit bei, deswegen Basis-Stat-Punkt-mäßig läuft das hier auf jeden Fall auch auf dem BM. Nach wie vor, auch wenn wir hier nicht die Events so krass mitnehmen wie auf dem Main-Account. Ne? Das hat nichts zu sagen. Alles klar, aber das soll es soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Schreibt mir gerne rein, ob ihr mehr vom Battle Mage sehen wollt oder auch mal ein bisschen vom Krieger. Da habe ich in nächster Zeit auf jeden Fall auch einen guten Meilenstein. Da werde ich auch zu ein Video machen dann. Da erreichen wir auch bald 650. Und bis dahin war es das soweit von mir. Ich verabschiede mich. Haut rein und bis zum nächsten Mal.